Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute der nächste Hund der neuen Videoreihe Unsere Hunde, und ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute einen Boerboel präsentieren zu dürfen. Und zwar geht es hier und heute um den Boerboel aus Düsseldorf, Enyo. Der Boerboel, südafrikanischer Mastiff. Boerboel bedeutet nichts anderes als Bauernhund. Diese Rasse wurde und wird bis heute mit Vorliebe von südafrikanischen Bauern, Farmern als Beschützer für Hof und Vieh verwendet. Auch die Tante eines meiner Arbeitskollegen, der ein gebürtiger Südafrikaner ist, hatte einen Boerboel. Über diese Geschichte habe ich schon mal in dem Video speziell über den Boerboel erzählt. Ganz beeindruckende Geschichte. Ja, Enyo lebt mit Werner zusammen in Düsseldorf, abgelegen im Haus mit Garten, ist heute 2,5 Jahre alt. Wunderschöner Kerl. Er hat ihn in jungem Alter aus einer tollen deutschen Linie erworben und haderte speziell, als Enyo noch sehr jung war, mit der Tatsache, dass dieser Hund bei Begegnungen mit Artgenossen doch recht scheu und ängstlich reagierte. Ich würde sagen, das ist bei sehr vielen Molossern so. Ich kannte viele Molosser-Besitzer, die ähnliches Problem hatten. Doch nach einigen Jahren war das verschwunden. Das waren alles selbstbewusste Hunde. Ich würde sagen, auch Enyo ist hierbei keine Ausnahme. Und der Hund ist mittlerweile 2,5 Jahre alt, steckt meiner Meinung nach aber immer noch ein bisschen in Kinderschuhen drin. Viele Molosser sind mit 2,5 Jahren noch lange nicht erwachsen im Kopf. Ich denke auch, dass das bei diesem Hund so ist, obwohl er sich bei Begegnungen mit anderen Hunden laut Werner schon in eine andere Richtung bewegt hat. Auf das kommen Sie noch im Laufe des Videos drauf. 70 cm Schulterhöhe hat dieser Boerboel und wirft gerade mal 77 Kilo auf die Waage, ist also ein ziemlich filigranes Bürschchen, da geht schon noch was, Schwitz. Trotz seiner Substanz ist er gerne bei 3- bis 4-stündigen Wanderungen dabei, bei denen er es liebt, in den Rhein zu springen und durchs Wasser zu fetzen. Aber schwimmen mag Enyo weniger gerne. Werner sagte mir, dass der Jagdtrieb bei Enyo nur ganz gering ausgeprägt ist. Er ihm deswegen recht viel Freilauf schenken kann, wenn sie im ländlichen Gebiet unterwegs sind. Und dann, wenn sie nach ausgiebigen Spaziergängen nach Hause kommen und der Hund eigentlich todmüde umfallen sollte, legt Enyo noch einen drauf und beginnt oftmals überschwänglich mit den Enkelkindern zu spielen. Und hier hat mir Werner auch gesagt, dass er sehr kinderlieb ist. Ich möchte behaupten, Thumbs up, Daumen nach oben, so etwas ist immer ganz herrlich. Generell gesehen ist er sehr Molosser-typisch spätreif, ruhig mit hoher Reitschwelle und gelassen, aber er ist ein hervorragender Wächter. Er hat ein sehr stark ausgeprägtes Territorialverhalten und das soll er schon gehabt haben, als er noch sehr jung war. Das wiederum kommt Werner sehr entgegen, denn er wohnt in einer Gegend, wo schon mal eingebrochen wird. Ich möchte behaupten, wäre ich ein Einbrecher, dann wären Objekte, die von einem erwachsenen Boerboel bewacht werden, nicht meine erste Wahl. Es ist zwar so, dass Boerboels Gliedmaßen sauber und schnell abtrennen und es heute schon sehr gute Prothesen gibt, dennoch. Als erste Wahl würde ich das nicht bezeichnen. Ist nur ein Tipp von mir, liebe Einbrecher. Enyo ist äußerst lernwillig und liebt es, mit Werner an der Unterordnung zu arbeiten. Und er ist ein ausgesprochener Kraftprotz. Aber ja, Boerboel und Powerpaket ist ein und dasselbe. Werner sagte mir, dass er rein kräftetechnisch stärker ist als seine beiden 40 Kilo Schäferhunde, welche er vorher besessen hat, miteinander. Und auch seine Lebensgefährtin musste schon mal mit dieser Power dieses wunderschönen Boerboels Bekanntschaft machen, denn als sie mal an der Leine mit ihm unterwegs war und Enyo unerwartet schnell wohin musste, brach ihr diese unerwartete Energie und Power dieses Hundes den Arm. Ja, das ist so, liebe Zuseher, ich habe schon des Öfteren gesagt,
Wenn Sie noch keinen Hund hatten und auf der Suche nach der richtigen Rasse sind, legen Sie Ihr Augenmerk besonders darauf, ob Sie körperlich dazu fähig sind, diesen Hund zu führen. Es ist oftmals so, dass Ihnen ein Hund hervorragend gut gefällt, Sie aber die körperliche Fitness nicht haben, diesen auch handeln zu können, wenn der mal was tut, was Sie nicht wollen. Das kann immer vorkommen. Die Lebensgefährtin von Werner hatte hier schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Diesbezüglich, das kann nun mal passieren. Heute ist der Enyo fremden Hunden gegenüber sehr freundlich, sagt mir Werner. Das Einzige, wo es brenzlig werden kann, ist, wenn er mit einer Hündin spielt und es mischt sich ein anderer Rüde ein. Das kann schon mal passieren. Doch er kam eigentlich, soweit ich weiß, noch nie in Situationen, wo Enyo in einen Konflikt geraten ist. Oftmals wird es so sein, dass sich viele Hunde überlegen oder zweimal oder dreimal überlegen, mit Enyo, weiß ich nicht, in Schwierigkeiten zu geraten, wenn sie vor ihm stehen. Ich kann diese Rüden gut verstehen. Er ist allgemein gesehen ein sehr angenehmer Familienhund, der aber ganz burbeltypisch ein Verfolger ist. Was meine ich damit? Nun, es gibt dann noch eine Hunderasse unter den Molossern, die als Verfolger gilt, nämlich der Fila Brasileiro. Das sind Hunde, die extrem starke Bindung zu ihren Besitzern aufbauen und die überall hin begleiten. Oftmals kann man hier nicht mal alleine aufs WC gehen, ohne dass der Hund hinten nach ist und fragt, soll ich dich unterstützen? Soll ich bei dir sein? So ähnlich soll das bei Enyo auch sein, der immer extrem leidet, wenn Werner in der Früh zur Arbeit geht und sich überschwänglich freut, wenn er wieder nach Hause kommt. Das ist oftmals so. Auch Burbuls sind dafür bekannt, genauso wie die Filas, Verfolger zu sein. Das ist eigentlich atypisch für Molosser, die zumeist, wenn sie länger unterwegs waren, nach Hause kommen und fast tot umfallen und schlafen. Burbuls und Filas sind dafür bekannt, Verfolger zu sein, weil sie eine derartig starke Bindung zu ihren Besitzern aufbauen. Ich habe da mal eine Geschichte erzählt, eines ehemaligen Arbeitskollegen von mir, geboren in Südafrika, der eine Tante hat, die noch immer in Südafrika lebt, die hatte auch einen Burbul. Da kam es zu einem Überfall. Wenn Ihnen die Geschichte interessiert, sehen Sie sich das Video über den Burbul speziell an. Das war auch so ein Verfolger, der Burbul. Ja, also dafür sind sie bekannt. Mein Fazit zu Enyo, was soll ich sagen? Zuerst mal, Werner, dein Hund ist ein Prachtexemplar. Und obwohl ich mir sicher bin, dass Enyo noch 4-5 Kilo zulegen wird, er ist ja erst 2,5 Jahre alt und Molosser wachsen sich lange aus, ja, würde ich sagen, stehen ihm diese 77 Kilo, die er aktuell hat, schon perfekt. Also noch mehr bräuchte er eigentlich nicht, aber da wirst du höchstwahrscheinlich keinen Einfluss drauf haben, denn Muskeln wachsen nun mal, ja? Und wenn sie wachsen, lass sie wachsen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er mit 4 Jahren ein Gewicht von 82 Kilo auf die Waage haut. Ja? Gibt ja auch weit schwerere Burbuls, aber zu schwer soll es nicht werden. Sie wissen schon, Gelenke, Bänder, Sehnen und so weiter. Grundsätzlich möchte ich sagen, ist Enyo einer der schönsten Burbuls, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Persönlich werde ich gesehen haben 4 oder 5. Einen privat nicht weit von meiner Wohngegend und den Rest auf Hundeausstellungen. Doch Enyo übertrifft sie optisch alle. Ein Burbul, wie er im Buche steht. Ein Burbul par excellence. Werner, du bist zu beneiden. Herrliche Optik, herrlicher Charakter. Ich wünsche dir noch viele, viele, viele Jahre Freude mit diesem Hund. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde Sie herzlichst dazu einladen, mir auch Info von Ihrem Hund zu schicken. Meine E-Mail-Adresse, wo Sie das ganze Material hinschicken können, die finden Sie am Ende der Kanalinfo. Also wenn Sie wollen, schicken Sie mir Info über Ihren Hund, Bildmaterial. Ich präsentiere auch gerne Ihren Hund, egal welche Rasse, ob Mix, ob reinrassig, Hündin, Rüde, kastriert, nicht kastriert, völlig egal. Wenn Sie wollen, schlagen Sie zu. Hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.